So, ich bin jetzt noch ein paar Bahnen gefahren, um festzustellen, jo, sobald ein bisschen Stroh kommt, schiebt es auf. Ich vermute da die Räumsterne, weil die dann einfach unten drunter zu wenig Platz haben. Und ich denke, der Boden ist halt obendrauf zu lose, damit alles in Drehung bleibt. Ja, man kennt das einfach. Je schwerer der Boden, desto fester der Boden, desto mehr bleibt alles in Rotation und arbeitet sozusagen die Verstopfung ab. Und ja, das können wir hier leider gar nicht sagen. Also hier habe ich gerade richtig was aufgeschoben. Schon gleich eine Tonne Sand. Also richtig ärgerlich sowas. Also das ist ja leider Gottes. Also ich habe jetzt die Räumsterne, wie gesagt, einmal ganz nach oben und habe ja, nur 30 Minuten gebraucht. Also neuer Rekord. Bin dann jetzt durch und damit sind wir auch, die Räumsterne und ich, glaube ich, getrennt. Also wir werden dann auch in Zukunft getrennte Wege gehen, die Räumsterne und ich. Da bin ich fest der Überzeugung. Genau. Naja gut, was natürlich ist, das hat natürlich vor der Presea geschoben, also unterm Dreipunkt. Und wir haben trotzdem hier noch die Saat drin, also das sieht man tatsächlich. Und hier wird es dann immer schlimmer. Also hier habe ich das nachher festgestellt, weil der Träger immer schwerer gezogen hat. Hier. Das ist natürlich ärgerlich, Leute. Wie kriegt so einen Haufen, musst du eigentlich mit dem Teellader jetzt hinfahren, den wieder verteilen, nochmal rüberlegen. Aber ich habe erstmal keine Kapazitäten dafür. Meine Jungs sind unterwegs. Ja, und da oben fing es dann wieder an, ein bisschen zu stopfen. Deswegen denke ich mal, wenn ich die jetzt wegmache, dann ist das okay. Ja, dann müssen wir gucken, wie das jetzt ist. Wir haben uns dazu ja entschieden, wieder schräg zu arbeiten. Schon allein durch die Strohschwade, da das so ein bisschen, wenn Stroh liegt, ein bisschen schräg geführt wird. Da das quasi die Vollmer hat natürlich dann, das Striptail hat auch die Möglichkeit, sich das Stroh wieder zu entladen. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, wir sind dann ja quer zu den Strohreihen. Das heißt, wenn wir genau mit der Saat fahren würden, hätten wir auch die Problematik, dass wir genau in einer Saatreihe auch vielleicht Raps reinlegen müssen. Also wo vorher die Strohreihe war, also die Saatreihe vom Getreide. Und indem wir schräg fahren, haben wir immer die Möglichkeit, auch davor und dahinter was zu packen. Und das ist eigentlich eine gute Variante, die immer funktioniert. So. Ist natürlich am Vorgewende ein bisschen anders, aber am Vorgewende fährt man auch ein bisschen häufiger rüber, sodass da das Stroh, die Stoppeln da eher gebrochen sind. Und nicht wie hier. Ja, ich meine, jetzt sieht man natürlich Stroh rein in unsere Reihe, aber das ist natürlich so wie die Einzelkorn natürlich. Die Einzelkorn nicht, das Striptail natürlich lief. Ne? Aber wie gesagt, überall wo Strohhaufen waren, hat das Striptail natürlich gleich das Stroh mitgeschoben. Weil dann fehlt es auch ein bisschen, dass der Boden so richtig hart ist, dass sie schneiden, die Scheiben. Ne? Wenn da drunter dann auch weich ist, dann schneiden die Schneidscheiben nicht. Die sind neu übrigens. Die haben gerade mal ein paar Hektar gesehen am Culex. Aber ich glaube, alles in allem, jetzt sieht es gut aus. Die Saatgutablage ist da. So eine Haufen sind natürlich ärgerlich. Da muss man natürlich über die nächsten Jahre mal gucken, wie man das vermieden kriegt. Dass die Strohhaufen da nicht sind. Ne? Das ist natürlich auch ein so ein Punkt. Ich weiß, wie sie entstehen. Dass wir halt zum Beispiel ja, beim Abbunkern fahren wir eigentlich Fettdettel auf den Schwatt. Ich mach die Tülle auf weit. Aber wenn wir jetzt genau richtig voll machen, dass den Hänger, Mann, mir fehlen aber heute viele Worte. Wenn der Hänger voll wird, dann kommt er ja dichter und dann muss er mit einem Rad aufs Schwatt fahren. Und genau da ist die Aufnahme vom Stroh natürlich bedeutend schlechter. Also ich weiß, dass das da so entsteht und dass das ein so ein Punkt ist, warum das Stroh liegen bleibt. Ne? Weil der ganze Rest sieht natürlich toll aus. So, wenn wir jetzt die Saatgutablage haben, Stroh haben wir jetzt noch an der Oberfläche, wir haben schönen Erosionsschutz, Windschutz, Feuchtigkeit ist auch noch im Boden, Starkregen ist immer ein Thema im August und September, da fließt vielen immer der Raps weg. Jan hatte auch immer ein paar Probleme gehabt die letzten Jahre, also von daher, das ist schon nicht schlecht so in diesem Verfahren. Aber das bringt alles so seine Tücken mit sich. Ja? Es gibt ja nicht nur immer eine goldene Seite, wir haben hier auch 30 cm tief gelockert, 30 jetzt nicht, das sind die 29, 27. Wir haben Erosionsschutz und wir haben natürlich Bandarbeit technisch die Gärreste unten drunter gegeben. Ne? Also das hat alles ein Für und Wider, gibt nicht nur Gutes auf der Welt. Also ich möchte auch jetzt gar kein Verfahren immer nur anpreisen und das ist hier the way to go. Es gibt viele interessante, neue, moderne Verfahren, die wirklich gut auch im Raps funktionieren. Meistens ist es schon eine Art Striptail oder meistens ist es schon in die Richtung Fokus zum Beispiel mit der reinen Lockerung genau unterm Raps und dass da dann noch der Dünger dazugegeben wird. Das sind schon so Verfahren, wo man weiß, ja, die bringen schon mehr Ertrag und die bringen dem Ganzen schon einen Mehrwert.
Hier dieses Verfahren hat zum Beispiel, habt ihr selber gesehen, auf schweren Boden muss man natürlich gucken, ob man die ersten 10 cm anlockert, damit die Oberfläche bricht, gerade zum Raps. Ja, wenn es jetzt hier trocken ist, da ist es kein Einmalverfahren, sondern da musst du wirklich gucken, wie kriegst du jetzt deine Saatgutablage im Raps hin, dass das gut aussieht. Ja? Also da muss man sich Gedanken machen. Nichtsdestotrotz besticht dieses Verfahren halt durch diese Düngung, durch diese Nährstoffeffizienz und. Also ja, wie gesagt, hat nicht nur alles eine positive Seite. So, man sieht jetzt natürlich ein bisschen den Unterschied in den Reihen. Da haben wir nicht so viel Stroh weggeräumt, aber wir haben dann wenigstens weniger Haufen. So, ich habe jetzt diesen Versuch angelegt, seht ihr selber. Und jetzt machen wir noch mal einen mit 30 Körner. Der hat jetzt 250, jetzt machen wir noch mal 300.000 Körner. Und dann legen wir am Ende 6,6, überlegt mal. Das hat fast den doppelten Platz, haben die Körner. Nee. So. So, hier Vorgewände. Detlef hat gesagt, hier sind echt viele Haufen. Und teilweise konnte er auch nicht so schnell fahren mit dem Strip-Till. Da hat dem 8R370E echt die Leistung gefehlt. Gerade hier so, da sind halt super viele Klumpen. Da zieht Detlef jetzt hier nochmal mit dem Culex nochmal nach. Weil hier haben wir ja nicht vorher gescheibt oder so. Ja, und auch hier sieht man, wo ein Strohschwatt war. Da hat er leider Stroh aufgeschoben. Und auch um das Wasserloch unten auch, ist es auch so eine Thematik, sagt Detlef auch. Detlef war ja hier über den Zubringer und hat er gesagt, du, guck dir mal nochmal ein Wasserloch an, guck dir nochmal ein Vorgewände an. Ich müsste da vielleicht nochmal kommen. Und das machen wir jetzt auch hier. Also wir arbeiten da auch um Wasserloch nochmal nach. Dass das so ist, dass da mal vernünftig der Raps reinkommt. Bei Mais ist das immer noch mal eine ganz andere Sache. Da hast du, sag ich mal, einen klumpigen Boden, ja, vielleicht. Du hast aber im Frühjahr, da ist der Boden, hat ein anderes Gefüge, ist nicht so klumpig. Und du hast auch ein anderes Feuchtigkeitsproblem, nicht die Strohproblematik. Und wenn, packst du den 5 cm tief in die Erde. Ja? Das heißt, selbst wenn du Stroh oben drauf hast, drückst du so tief, dass du eigentlich diese Sache des Hairpinnings nicht so dermaßen hast wie beim Raps. Raps, diese ganz leichte Ablage in der Oberfläche, ist eine ganz andere Thematik und deswegen ein ganz anderes Augenmerk. Und das ist ja nun mal so, dass die Saatgutablage das Wichtigste ist. Wenn da kein Saatgut ist, dann haben wir jetzt die nächsten 12 Monate, 11 Monate da vergebene Mühe. Weil da können wir noch alles geben, aber wenn da keine Pflanze hochkommt, kommt keine Pflanze hoch. Ja? Und deswegen bin ich da eigentlich immer bedacht drauf. Ja, also die letzten, nehmen wir mal letztes Jahr weg mit dem Direktsaat-Raps, da hatte ich eigentlich nicht so richtig andere Möglichkeiten, weil mir so ein bisschen die Einzelkorn gefehlt hat. Aber so die Jahre davor habe ich ja eigentlich auch hier nochmal und Svenny nochmal hier fahren, hier nochmal mit Scheibenecke ums Windrad und. Und das fragen sich auch einige, warum fährst du jetzt nicht mit der Scheibenecke drüber über diese Punkte? Die Scheibenecke ist am Fass und ist schon wieder woanders unterwegs. Von daher habe ich die nicht. Und dann ist es ja nach wie vor, bin ich in diesem Programm erosionsmindernder Ackerbau, streifenweise Bodenbearbeitung. Und das ist es ja nach wie vor, das ist streifenweise Bodenbearbeitung. Und wenn ich da mit der Scheibenecke zwischenarbeite, müsste ich theoretisch dann diese Zonen wieder ausarbeiten und dann theoretisch anders beantragen. Also auch bürokratischen Aufwand habe ich hier. So, und hier seht ihr, ne, wenn das stopft, dann liegen die Geraste oben drauf. Ärgerlich. Das bin ich der Meinung, war es letztes Jahr irgendwie ein bisschen besser. Da war ich, glaube ich, aber auch der Boden ein bisschen fester. Vorletztes Jahr, da war der Boden ein bisschen fester und ich bin der Meinung, da lag auch kein Stroh an der Oberfläche, dass wir dieses Stoppen hatten. Weil der Boden muss richtig schön schwer sein und gegenhalten und hart sein, dann hast du das nicht. So wie hier jetzt, ne? Hier liegt jetzt der Haufen. Gut, Leute, bis später. So, da sind wir. Einmal das Gespann hier von außen zeigen. Wir sind jetzt soweit durch. Was man jetzt hier am Rand sieht, hier ist relativ guter Boden hier in der Ecke, wie man das auch sieht. Ja, da ist die Bodengare nicht ganz so krass. Hier werden wir jetzt morgen nachgüttlern. Ja, ich meine, wir haben zwar hier Feinerde, aber es ist trotzdem die Gefahr, dass hier irgendwo ein Rapskorn liegt, was nicht bodenschlüssig ist. Hier werden wir nachgüttlern. Ich sag mal ab dem Windrad und dann Vorgewände. Da vorne ist sehr sandig, das nicht, aber hier schon. Ich möchte euch noch mal jetzt zeigen, wie das Arbeitsbild im Bestand, also so sieht es jetzt am Vorgewände aus und so sieht es jetzt im Bestand aus. Und ich finde, das kann sich jetzt sehen lassen, dafür, dass wir jetzt hier so tief gelockert haben und ja, der Raps jetzt hier gelegt wurde.
Das ist jetzt ohne Räumsterne. Ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen, klar, ein bisschen hier Stroh mit in die Rinne gepackt. Müssen wir einfach gucken, wie der Feldaufgang ist. Aber das war ja in den letzten 2 Jahren auch genauso auch gut. War zwar nicht eine Presea, war zwar eine Quernland und war auch eine Tempo ein Jahr, aber ich sag mal, im Groben unterscheiden die sich ja nicht mehr so extrem von dem, was sie an Technik haben. Ne? Von daher finde ich, ist das echt gelungen. Wenn jetzt hier auch schwere Regenschauer kommen, dann ist der Boden hier gut fixiert und auch Wind und so wird natürlich schon schön durch die Stopping gebremst. Am anderen Ende Vorgewände und so haben wir natürlich wieder Asche, weil wenn man da 2-3 Mal rüberfährt und auch hier, wenn man eine Spur immer mehr hat, wo was rübergefahren ist, sieht man schon, ne? Hier, wisst ihr Bescheid. So, ich fahre jetzt mal zum Hof und dann streue ich hier noch Schneckenkorn rum mit Hand und mit Auto. Hier, Steine sammeln müssen wir auch, Leute. Genau, streue gleich Schneckenkorn drumherum, denn die können, wie gesagt, auch vom Rand einfach kommen und fressen. Das ist wichtig, dass wir da gleich einen Schutz haben. Normalerweise ist hier sowas auch ideal zum Verstecken, aber ist natürlich auch gut trocken momentan, sodass das nicht das geilste Versteck für Schnecken ist. Ja, ansonsten seht ihr, ist alles auch sauber, keine Altunkräuter, so dass wir jetzt den Feldaufgang hier ganz entspannt abwarten können und dann können wir im Vierblatt eine Herbizidmaßnahme fahren. Und ich denke, da warten wir auch mit dem Ausfallgetreide drauf. Ja, eventuell sollte ich wegen Erdfloh schon mal im Zweiblatt fahren müssen, dann würde ich eventuell da schon mal was gegen Ausfallgetreide mitnehmen. So, moin Leute, Daniel haben wir dabei, aber heute nur, du musst noch mal. Heute nur mit Moin, ne? Heute aber nur mit einem Mikrofon. Wir haben heute hier Mann und Maus versammelt. Svenny Güttler hat jetzt hier das Vorgewände noch mal ein bisschen klein, weil wir hier so eine sehr großen Kluten haben. Wir haben hier das Vorgewände mal aufgerissen. Zum ersten Mal, wollte ich schon immer machen, hat aber nicht die Möglichkeiten. Jetzt haben wir einen Tiefenlockerer und haben uns darum ein bisschen gekümmert und der Rest war Gärreste mit Scheibenecke, weil ich ja wusste, dass wir hier tief lockern. Habe ich jetzt erst Gärreste mit der Scheibenecke. Striptail hätten wir auch nicht durchgezogen gekriegt mit dem 8370, kann ich dir gleich sagen. Hier haben wir mit dem 1050 und da hat der dicke Backen gemacht. Das Globig. Genau, jetzt haben wir hier das mit dem Striptail noch mal durchgezogen, Detlef gestern. Und ja, hier am Vorgewände ist uns leider in den letzten Bahnen ein Rad kaputt gegangen. Vom Striptail, ein Lager ausgelaufen, hat er das ausgebaut. Jetzt hatten wir auf der einen Bahn immer keine Rückverfestigung. Da zieht Svenny jetzt vorweg einmal mit der Güttler. Was machen wir heute, Daniel? Wir wollen heute wieder eine Beisaat etablieren. Ne? Also unser Asses plus Archivar als Rapssaat natürlich dazu. Und die Geschichte wieder hier hoffentlich gut etablieren. Wir werden gleich dermaßen vollgestaubt, ne? Aber dermaßen. So, genau. Und wir machen das dieses Jahr aber so, wie ich das letztes Jahr schon machen wollte. Wir drillen das vorweg und legen Raps drüber. Und auf der anderen Seite ist Detlef schon jetzt hier am Drillen mit der Primera. Und ihr seht, wie unfassbar das jetzt schon staubt. Wir haben hier auch Wind ohne Ende und 30 Grad. Also, ich meine, gestern habe ich Striptail gemacht, da haben wir nur Striptail auf dem Boden gemacht. Und da war interessanterweise noch gut Feuchtigkeit im Boden. Jetzt sieht die Welt natürlich anders aus. Hier haben wir ein bisschen mehr im Boden rumgewühlt. Aber in der Hoffnung, das war auch das letzte Mal denn, dass wir das dann im Gang haben. Und hier hat er dann auch wirklich Potenzial, der Raps. Wir müssen kurz warten, bis Svenny uns jetzt hier in Ruhe lässt und dann gehen wir mal vorne zur Spur, wo Detlef hochkommt. Genau, also insgesamt habe ich jetzt noch, ihr habt das letztes Mal gesehen, ich habe jetzt noch 40 Hektar Raps zu legen und wir sehen hier das Ergebnis. Ist schön, oder? Wunderbar. Ein wirklich schönes Ergebnis. Wir güttlern hinterher. Hauptsächlich alles auf den schwereren Böden, um den Saatschluss herzustellen. Weil meiner Meinung nach haben wir nicht die richtigen Verschlussrollen für die Presea. Ich bin der Meinung, wir wollten die auch tauschen, aber die kamen wohl nicht rechtzeitig. So hat man mir das erstmal erzählt. Also quasi auf meinen Anraten, wir müssten die mal tauschen. Jedenfalls sind sie nicht da, wir güttlern nach. Und Svenny sagt, ja, dann kommt der auch mal wieder in Gang. Ja, hat er auch recht. So, Svenny güttlert das jetzt ab und das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so schön die Klumpen klein kriegt. So, erzähl doch mal gesamt was vom Raps dieses Jahr. Du kommst ja viel rum. Ja, Raps, optisch war er wieder wunderschön. Oder je nach Region, je nachdem, wo der Erdfloh mehr oder weniger ein Thema war, haben wir natürlich auch total verschießende Bedingungen gehabt. Ne? Wir haben
Im westlichen Mecklenburg zum Beispiel sah der Raps ja aus dem Winter heraus schon nicht hübsch aus und hat dementsprechend natürlich auch ertraglich leider nicht so die Mengen gebracht, die wir uns ja alle erwünscht hätten. So, und ja, also er sah auch, jetzt wird es mal kurz laut, wir warten mal einen Augenblick. Ansonsten hatten wir natürlich auch schöne, hübsche Rapsbestände, die aber am Ende auch nicht diese Erträge performt haben, die wir uns auch am Ende gewünscht hätten. Ne? Von 4 Tonnen plus. Ich glaube, die fetten Jahre im Raps sind vorbei. Einfach, weil wir keine Möglichkeiten haben, den Erdfloh vernünftig zu bekämpfen. So, da kommt er. Und wir haben ja letztes Jahr schon SS Plus gemacht. Und ich habe gesagt, dieses Jahr tatsächlich die Fläche. Wir stehen heute perfekt, aber wir nehmt hin. Wir nehmt hin. Aber tatsächlich war das der gesündeste Raps mit dem gleichmäßigsten Bestand. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich, weil... Ja, also es kann ein Einfluss sein. Wir müssen das natürlich herausfinden. Da waren mehrere Parameter, die nicht gleich waren. Der eine hat nach Gerste gehabt, der hat eine Zwischenfrucht bekommen, der war staubtrocken. Ja. Und der andere war natürlich direkt nach der Ernte, da war noch Feuchtigkeit im Boden. Das sind alle Parameter, die können das ja beeinflussen. Deswegen haben wir ja gesagt, Daniel, wir müssten das nochmal probieren. Und das machen wir heute. Ne? Also Genau. Und dann machen wir heute, Jan, hast du ja auch schon begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Wenn er wieder schneidefaul war, dann ist es noch nicht draußen, nämlich schneller. Aber ansonsten ist ja gewaltig, wie das staubt, oder? Ja, Wahnsinn. Es ist gewaltig. Und genau, den hast du auch schon begeistert. Wie sieht es denn generell im Markt aus mit dem Assist? Wird es mehr? Probieren viele mal aus? Sind welche schon begeistert eventuell? Du, also es ist wirklich so, die Thematik hatten wir gerade noch mal intern in einer Information aus der Zentrale. Also Assist Plus, wir konnten in diesem Jahr die Menge wirklich verdoppeln. Wir haben ja letztes Jahr mal mit einer gewissen Menge angefangen, wo wir dann mal im Markt auf den Betrieben natürlich die Geschichte etablieren wollten und mal ausprobieren in der Praxis der Fläche. Und haben in diesem Jahr waren wir mal halt eben mutig und haben gesagt, komm, wir müssen diese Mischung ja auch vorbestellen oder vorplanen und haben wirklich eben die doppelte Menge mal eingeplant wie aus dem letzten Jahr heraus und haben das jetzt auch wirklich in die Fläche gebracht. Ne? Und wie du schon sagst, was sich eben gezeigt hat auf den Betrieben, wir haben nicht unbedingt manchmal mehr geerntet, aber was ich eben auch gehört habe von den verschiedenen Standorten, sie haben auf jeden Fall auch nicht schlechter geerntet. Das ist ja schon mal der allerwichtigste Punkt bei der Geschichte. Und wir haben ja da auch eben Herbizide eingespart im Vorfeld, das muss man ja auch noch mal bedenken. Und diese Erdflohgeschichte, ne, ist eben eine ganz spannende Sache, die ich da als Hauptpunkt bei der Thematik sehe, weil wir eben chemisch kaum Maßnahmen haben, die wir da wirklich effektiv und wirkungsvoll einsetzen können in diese Richtung. Und da habe ich eben auch beobachtet, dass die Bestände an sich weniger Larvendruck hatten aus dem Winter heraus. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Was ich auch beobachtet habe, ich hatte weniger Schnecken. Ich habe auf dem Stück gegenüber massig Schnecken gehabt. Ich hatte verschiedene Vermutungen. Vielleicht eventuell auch ein Teil auf der anderen Fläche war auch ganz gut, wenig Schneckendruck. Da habe ich SSA gegeben, da habe ich gedacht, vielleicht hat SSA eine Vergrämungswirkung auf Schnecke. Da sind verschiedene Parameter. Eventuell finden die aber auch irgendwas in dem Zeug leckerer oder nicht so gut, dass sie wegbleiben. Genau, die beiden Möglichkeiten. Deswegen, da habe ich nur auch noch gar keine Erfahrung, ob jetzt quasi irgendwas Leckeres dabei ist, wo sie dann speziell draufgehen oder eben umgekehrt gedacht, dass sie eben durch diese Geschichten abgehalten werden. Ja. Ne, dass sie halt geruchsmäßig sich dann anders orientieren. Genau, wir haben dieses Jahr wahrscheinlich einen wahnsinnigen Schneckendruck. Momentan sieht es jetzt, wenn man jetzt auf die Flächen guckt, wird man es gar nicht glauben. Aber was hier nachts da von diesen Rändern kommt, und da ist Mecklenburg-Vorpommern ja voll. Also wir haben ja massig diese Ränder, Feldinseln und. Und deswegen streuen wir zum Beispiel, oder ich, immer Schneckenkorn an den Rändern. Immer, jedes Jahr. Egal wie viel Schneckendruck ist. Weil vom Rand kommt immer Schneckendruck. Und es fehlt immer der erste Meter, wenn du kein Schneckenkorn machst. Genau, kann ich nur so bestätigen. Beobachten wir jetzt auch überall im Land, dass eben, wie du schon sagst, wenn du abends guckst, wenn dann der Tau kommt, kommen die Schnecken mit einmal massiv aus den Rändern raus. Wir haben viel Buschwerk, Wiesen, Ränder, halt, wo sie sich über Tag dann eben im Schatten und im Feuchten aufhalten und kommen dann abends und machen halt den Schaden. Ne? Also da nochmal für alle, bitte auch die Ränder wirklich frühzeitig mit Schneckenkorn absichern. Genau. Jetzt hast du uns aber bestimmt nichts mitgebracht, um uns mal das Assist zu zeigen.
Nee. Letztes Jahr haben wir noch einen Sack gelassen zum Zeigen. Haben wir dieses Jahr nicht. Also wer das nochmal sehen will. Wir waren so euphorisch, wir haben alles reingekriegt. Genau. Ihr habt aber ein ummanteltes Saatgut dabei. Was ist das Ummantelte? Das Ummantelte ist auf jeden Fall einmal der Boxhornklee. Ja. Und ich sag mal, Alexandriner Klee auch, weil der ja eben noch besonders klein ist. Ne? Ja. Ansonsten die Pupowicke ist ja an sich ein Ticken größer von der Körnung. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen ummantelt, dass wir da in der Struktur oder in der Körnung halt so eine Gleichmäßigkeit reinkriegen in Richtung Entmischung und diese Geschichten halt. Ne? Dann war mein Plan, pass auf, wir haben ja eine Primera, wir lassen einen Teil, die Hälfte in der Rinne laufen, im Saat und die andere mit dem Striegel vorweg. Dann hat Hannes aber festgestellt, oh Mann, wir haben eigentlich nur eine Saatwelle, um so feines Saatgut auszubringen für 5 Kilo. Jetzt machen wir es nur in der Saat. Schade eigentlich, weil ich hätte einen Teil auch reingestriegelt. Gerade die Klee sind ja Lichtkeimer. Und jetzt drillen wir es sehr, sehr flach ein. Und ja, ich lege ja noch mal was drüber. Sicherlich holen wir noch mal ein bisschen was zur Seite und ein bisschen was drüber. Obwohl so viel Bodenbewegung macht die Presea jetzt auch nicht. Ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ihr empfehlt dann eigentlich nur die Pflanzenschutzbehandlung im Frühjahr, richtig? Genau, also die Graminizide natürlich. Die Gräserbekämpfung läuft normal auf den Schlägen weiter. Ist ja klar, die müssen wir im Griff behalten. Und alles andere in Richtung Herbizid von Dicotylen-Geschichten und Co. verlagern wir in der Variante ins Frühjahr. Ne? Also da soll ja dann halt die bodenbedeckende oder Konkurrenzwirkung von der Beisaat eben die Unkräuter im Feld ja schon mal im Schach halten. Und diese Geschichte, da konzentrieren wir uns dann halt mit den Frühjahrsmaßnahmen, um da nochmal eventuelle Unkrautgeschichten dann eben aus dem Bestand zu nehmen. Auf jeden Fall wird die Beisaat und alles dieses Jahr massig Schub haben. Wir haben hier die 60 N, die wir vor Raps ausbringen dürfen, haben wir voll ausgeschöpft. Jetzt fahren wir nochmal Kieserit, da haben wir nochmal schön Schwefel. Also ich habe Kieserit im Fronttank, da haben wir nochmal richtig Schub mit dem Schwefel. Und wir haben natürlich auch eine Mineralisation hier im Boden. Also wenn dieses Jahr das Zeug nicht richtig Schub kriegt, dann weiß ich nicht, dann weiß ich auch nicht. Aber mir haben schon ein paar Kollegen erzählt, aus dem Primera Fanclub. Ja. Die haben mir erzählt, die machen seine Beisaaten immer Anfang August und so tatsächlich schon mit dem Raps. Also so um den 10. August, 5. August. Das wäre auch mal so ein interessantes Thema. Ich sag mal, wenn die schon etabliert ist und ich dann den Raps quasi nochmal im Nachhinein dann mit Raps. Ach, mit Raps schon? Ja. Ach krass. Und ich habe gedacht, weil er ja so eine verzögerte Entwicklung hat in dieser Beisaat, dass sie mit Raps. So, aber ich muss dir sagen, ich bin momentan ein bisschen geheilt von Direktsaat-Raps, weil ich der Meinung bin, wir haben einfach nicht die Pflanzenschutzmittel, um den so richtig vor Erdfloh zu schützen, damit der in der Direktsaat auch gut performen würde. Verstehst du? Ja, du brauchst wirklich diesen dicken Wurzelhalsdurchmesser. Und das ist ja auch das, was die ganzen Praktiker hier in der Umgebung zaubern. Hier ist jetzt die Rapsaussaat in den letzten 2 Tagen abgeschlossen und wir haben den 24. August. Also die ganzen Großen sind hier alle fertig in der Gegend. Das ist alles das, was die auch die letzten Jahre jetzt machen, möglichst früh, damit du mit einer riesen Pflanze in den Herbst gehst, die sich zum einen vielleicht selber mit ihr Laub bedeckt gegen Frost und zum anderen halt auch diesen riesen Wurzelhaltdurchmesser hat, wenn doch ein Erdflohlarve kommt, dass er sagt, naja, ich habe ja immer noch trotzdem die Hälfte und das ist immer noch über 1 Zentimeter Wurzelhalsdurchmesser. Ja, genau. Ich sag mal, so ist der Plan in diesem Jahr. Deswegen haben wir auch diese extrem frühe Rapsaussaat, ne, die ja wirklich mit Schwung losging, weil ja eben wieder dieses Thema Erdfloh uns ja wieder massiv begleitet hat. Und dementsprechend versuchen die Betriebe oder Landwirte jetzt natürlich mit der Maßnahme nochmal sichere, kräftige Pflanzen in den Herbst reinzubringen. Und wir dürfen ja die Kohlflieger auch nicht vergessen. Ne, das ist ja auch nochmal so ein Thema, die quasi auch direkt unten an der Wurzel ihren Schaden macht. Ne? Und da war ja sowieso schon immer die Thematik, dass man eher vielleicht eine kräftige Pflanze in den Herbst reinbringt, um da auch diesen Larvendruck an der Wurzel direkt unten in der Erde da auch nochmal entgegenzuwirken. Ne? Dass man sagen kann, komm, ich toleriere jetzt die 2, 3 Larven, die da bohren und fressen, aber ich komme damit über den Winter und bring den Bestand halt sicher ins Frühjahr rein. Ne? Genau, das ist auch so das, was so ein bisschen der Grundton von allen Praktikern ist. Möglichst große, möglichst große, kräftige Pflanzen. Genau. Unterfuß ist allgegenwärtig und Einzelkornraps ist nahezu hier nicht mehr wegzudenken, oder? Ja, ist eine Riesenthematik. Allein durch die Lohnunternehmer hier, die hier auch in deiner Gegend unterwegs sind, die haben ja riesige Einzelkornlegemaschinen. Nee, das sind die Betriebe, die haben die. Ja, auch die Betriebe haben die. Und dass die eben wirklich mit diesen großen Techniken dann halt diese Einzelkorngeschichte weiterverfolgen. Wie sind deine Erfahrungen so mit der Saatstärke? Ich bin jetzt bei 20 Körner auf dem Quadratmeter. Mir hat ja vorletztes Jahr tatsächlich so der Bereich 18 bis 20 am besten gefallen, teilflächenspezifisch, der mit 25 nachher gar nicht so gut. Da fand ich das
gefühlt schon wieder ein bisschen zu dick in der Reihe. Ich habe aber einen Saatstärkenversuch gestern tatsächlich angelegt. 15 bis 30 Körner. Schön mit Field View, alles schön aufgezeichnet. Wie sind deine Erfahrungen da? Also ich hatte mal so einen Saatstärkenversuch begleitet oder mitgesehen. Da ging das auch von 15 Körnern bis, keine Ahnung, an die 30 ran in Einzelkorn. Weil ich sage mal, mehr geht ja dann auch nicht in die Richtung, weil wir ja dann in der Reihe schon wieder negative Auswirkungen der Einzelpflanze bekommen, weil die ja wie eine Perlenkette dann zu dicht nebeneinander stehen. Und da hat sich eben gezeigt, dass nachher ab einer bestimmten in Richtung 15 schon wieder der Ertrag abgerissen war, weil, wir müssen ja auch bedenken, haben wir wieder irgendeinen Jahreseffekt, dass dann auch wieder irgendwelche Ausfaller oder irgendwelche Schädlingsdruck doch stärker war. Es ist ja nachher auch recht dünne. Ne? Also ja, das ist schon recht dünn, ja. In der Variante war dann halt eben, dass es in die Richtung nachher auch schon wieder zu Ertragsdepressionen kam. Und wie du gerade sagtest, liegt das Optimum dann eher doch wieder in der 20er-Richtung, ne, bei diesen Geschichten. Also wir haben 1, 2 geschrieben, auch die viele Jahre machen und da ist keiner tatsächlich mehr über 20. Also alles 18 bis 20, teilweise bis 15 bewegen die sich. Ja, okay. Deswegen, aber wie gesagt, in dem Versuch war dann nachher 15 schon wieder eher in die andere Richtung ertraglich. Das freut euch als Saatzüchter natürlich richtig, weil man braucht ja Unmengen Saatgut, wenn man 15 Körner auf einen Quadratmeter drillt. Vorher, Leute, einige machen 60, 70 Körner auf einen Quadratmeter in Drillsaat. Das überlegt euch mal. Ja, gut. Ist ackerbaulich gesehen von der einzelnen Standraumverteilung der Pflanze ja wirklich ganz schön heftig, sag ich mal, ne, um so mal darzustellen. Ich sag mal, das Optimum liegt irgendwo in der Breitsaat. Hätte ich jetzt mal so aus dem Handgelenk geschüttelt, bei 35 Körnern auf den Quadratmetern, wo wir dann eine ordentliche Standraumverteilung haben. Genügend Sicherheit natürlich auch für Ausfaller, die da eventuell nochmal nicht ins Frühjahr rüberkommen, um dann am Ende so eine schöne Bestandsarchitektur hinzubekommen mit schönen, kräftigen Einzelpflanzen. Ich habe ja zu den guten Rapsjahren, ich habe ja tatsächlich mit 5 Tonnen abgeschlossen, mit der guten Beize noch und habe dann ja Rapsanbau komplett aufgehört und habe die schlechten Jahre dann eigentlich nicht mehr mitgenommen. Und immer 27 Körner gedrillt. Immer. Ja. Die ganzen Jahre. Das war einfach mein Optimum. Aber da hatten wir natürlich auch Mittel. Also, richtig. Da kann man ja auch, theoretisch konnte man da auch mal 40 Kubik Gerste im Herbst fahren. Das waren noch Zeiten. Also theoretisch war es möglich. Hat man natürlich nicht gemacht. Aber theoretisch war es möglich. Und da hatte man natürlich eine ganz andere Entwicklung. Bester Raps zum Beispiel nach GPS-Roggen. Da war richtig Schub drin. Also das waren schöne Jahre. So. Wir legen mal gleich los. Detlef macht jetzt da unten, glaube ich, die Bahn hinterm Wasserloch. Und dann werden wir weitersehen. So Leute, uns ist gestern aufgefallen bei den Videoaufnahmen, wir haben, keine Ahnung, ab der Hälfte schon ein Standbild. Und letztens ist das leider Gottes mit der GoPro schon mal passiert. Da haben wir es rausgeschnitten, da fanden wir, da war das nicht so wichtig. Aber jetzt, ja, die Unterhaltung mit Daniel war eigentlich gar nicht so schlecht von den Informationen. Von daher packen wir da jetzt Drohnenaufnahmen rüber oder haben Drohnenaufnahmen rübergepackt. Da tut mir an der Stelle ein bisschen leid, aber das ist nun mal, keine Ahnung, leider Gottes mit der GoPro so, die ist halt fehleranfällig. Also ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die neue Osmo Action, quasi aus dem Hause DJI. Und dann werde ich die auch tauschen. So, Leute, ich habe jetzt hier gerade Vorgewände, ich mache das immer, ich nehme eine mit Kontur auf. Kontursegmentmodus und erstellen mir jetzt hier eine Feldgrenze mit 23 Meter Vorgewände, dass wir halt 1 Meter Überlappung haben. Da werden ja dann die Reihen abgeschaltet. Und jetzt, ja, hier ist es ein bisschen knapp. Jetzt fangen wir an zu legen. Jetzt müsst ihr gleich die erste Reihe hier zuschalten. Da schaltet er die erste Reihe zu. Was mir aufgefallen, diese Sorte scheint sich extrem gut zu vereinzeln. Wenn man das jetzt hier sieht. Die hat kaum Fehler in den Reihen. Hier hatten wir mal ein bisschen was. Aber ansonsten sieht man das wirklich homogen. Wir haben jetzt hier Sorte Avenger. Also Daniel sagt Avenger. Aber Leute, wenn eine Sorte wie Avenger geschrieben wird, dann heißt die auch Avenger. So, LG Avenger. Er sagt, die wurde jetzt in Europa zugelassen. Und was in Europa zugelassen ist, darf dann angebaut werden. Auch in Deutschland und darf auch verkauft werden, hat er erklärt. Also zusätzlich meinte er, wird die wohl nochmal in Deutschland geprüft und dann kommt die wohl auch offiziell wohl raus. So habe ich das richtig verstanden. Aber ansonsten kann Daniel mich das nächste Mal gerne berichten, wenn wir hier sicherlich über den Acker laufen. So, und zwar, was wollte ich noch sagen? Jetzt sind wir hier auf einem großen Stück. Hier, wo es so grün schimmert, so ab da bis ungefähr da an der Hausecke. Da haben wir jetzt keine Gärreste drinne. Ich fahre jetzt hier weiter mit Kieserit und wir haben im Dings noch gefunden, wir haben noch
4 Big Bags Harnstoff, weil der durch den Isaria-Sensor haben wir im letzten Jahr schon 5 Tonnen weniger gestreut. Oder 6 Tonnen sogar. Und dieses Jahr 4 Tonnen oder 5 Tonnen. Jedenfalls, da stehen 4 volle Big Bags mit Harnstoff. Die werden wir, wenn es notwendig ist, hier rüber streuen, um die Jugendentwicklung hier zu pushen. Genau, ansonsten fahren wir jetzt hier weiter durch. Ich habe noch testweise, aber das mache ich dann am Vorgewende und ein Stück auf dem anderen. Ich habe noch testweise mir einen Big Bag PK besorgt. Ja, Phosphor soll ja ein bisschen die Wurzelentwicklung im frühen Stadion pushen und hat wohl auch auf Raps sehr gute Auswirkungen. Da ich ja quasi Geraste vorher gemacht habe, wäre DAP, ich habe die Idee zu spät gehabt. Also beziehungsweise ich hätte dann noch weiter die Geraste reduzieren müssen. Dadurch halt wenn ich 50 Kilo DAP fahre, dass ich diese 9 Kilogramm Stickstoff, die da drin sind, dass ich die quasi in der Bilanz runterziehe. Wir sind da aber so ein bisschen limitiert, in das, wie weit wir überhaupt runtergehen können mit dem Striptil, weil der Trecker ja relativ häufig am Brüllen ist. Und was mir denn übrigens aufgefallen ist, wenn der hier anzeigt, Saatreihe verstopft, dann kommen da zu viele Körner raus. Ist das nicht verrückt? Da? Und immer dann, wenn das so kommt ungefähr, oder wenn er hier anzeigt, Saatreihe verstopft, kommen da zu viele Körner raus. So viel dazu. Also ich habe das Problem bei der Werkstatt gemeldet. Der sagt aber, ich muss mich auch erstmal erkundigen. Ich melde mich. Hat sich aber noch nicht gemeldet. So. Jetzt scheint es ein bisschen häufiger zu kommen. Hier stuckelt das auch ein bisschen. Aber seht ihr da tatsächlich, es kommt und dann kommen da zu viele Körner raus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Man könnte jetzt vermuten, ja, die stopfen dann kurz sich da in dem Rohr und dann kommen die mit einmal durch. Aber nicht bei Raps. Da ist alles, wie viel soll denn da durchgehen? Das ist alles zu viel, zu rund. Das ist nicht logisch, dass das so passiert. So, eben im Vorgewende, aber nicht ein Fehler. Vielleicht kommt das auch durch die Vibration, durch das Stuckeln oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich heute und will und muss heute fertig werden. Ich hatte gestern relativ langen Termin, sodass wir gestern spät nur die 10 Hektar gemacht haben. Heute stehen jetzt hier insgesamt 40 Hektar auf dem Plan. Die kriegen wir eigentlich, wenn das alles hier gut hinhaut, gut hin. Ich habe heute Morgen Archivar rausgeholt. Das dauert auch alles ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Ich habe Archivar rausgeholt, habe jetzt Avenger drinne. Das ist nur Versuchssaatgut. Ja, mal gucken, wie weit das überhaupt reicht. Das waren jetzt 2 Einheiten Versuchssaatgut. Ich weiß nicht, wie viel da drin sind, aber ich kann vermuten, das ist vielleicht für 2 Hektar oder so. Ich habe da noch einen ganz kleinen Rest von dem Versuchssaatgut. Habe mir das in die andere Tüte gefüllt, weil die sind immer so komisch klein. Und dann mache ich das immer so, wenn ich eine Sorte habe, ich fülle nicht 100% in die Behälter ein, sondern ich verteile was und lasse mir so ein Kilo ungefähr übrig. Und ganz häufig übrigens, dieses verstoppt, ganz häufig, wenn Section Control schaltet. Ganz häufig ist das der Fall. Genau, also und dann ist es so, dann fahre ich so lange, bis zum Beispiel eine Reihe leer ist. Und dann mache ich die Behälter nochmal auf, gucke und dann verteile ich dieses 1 Kilo nochmal ein bisschen. Weil man mag ja glauben, alle Behälter entleeren sich gleichzeitig. Aber das ist ja nicht der Fall. So wie hier, wir haben Section Control, wir haben Keile, sodass meistens die Außen immer ein bisschen mehr noch drin haben als die Mitte. Weil die Mitte wird ja meistens immer irgendwie geschaltet. Die ist ja meistens immer an und nur die Außen reduzieren sich ja irgendwie runter. Auch am Vorgewende. Ne? Du fährst die letzte Runde meinetwegen und die ersten beiden links, wenn du so rumfährst, sind halt zugeschaltet. So, und von daher lasse ich immer noch ein bisschen was drin, habe ich im Mais auch so gemacht. Dann kannst du das nochmal aufteilen und dann kriegst du die Behälter recht schön leer gefahren, sodass du am Ende vielleicht 1 Kilo insgesamt zurückholst. Und dann machen wir weiter hier mit Ambassador. Übrigens, das ist mir auch aufgefallen hier beim Section Control. Er schaltet und komischerweise außen macht er eine Reihe mit, obwohl die hier abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob eventuell auch die Optogeber maximal verwirrt sind und nicht wissen, welche Reihe sie angehören. Weil das würde ja fast auch ein bisschen, sagen wir mal so sein, er denkt, er meinetwegen legt jetzt in einer bestimmten Reihe, aber der Optogeber ist einer anderen Reihe zugehörig. Versteht ihr? Und dann ist es maximal verwirrend.